Welcome to XPNSion Network, accelerating the consciousness of humanity every single day. As you know, broadcasting at the same time from Switzerland and from the US. I'm known here in the world of business as the CEO confidant. I'm known in Latin America as the co-founder and the president of the Wisdom for Kids Foundation. And obviously it's so delightful and a big pleasure to have again here, Christina and Nicola. Hi, welcome to XPNSion Network to both of you. Hello, Angel. Thank you for having us again with you. Thank you. And hello, everybody listening to us tonight. Exactly. So we really appreciate everybody that is with us today, because we know actually that many areas in the world, they're already preparing what's going to happen, from a human perspective, the parties and, going from one year to another. So thank you for everybody that is here. And thank you to everybody also that is on the chat already. You were really, really on time, and we appreciate that. So just maybe to start the conversation, because today, and that's why I have the outfit that I have. And number one, the reason why I have this outfit today is because I know that you are already, most of the people that are in Europe, they're really close. They're only a few hours, maybe 5-6 hours away from celebrating the end of the new year. Also, because it's an important date for me also as well, because I have a meditation group. And today is actually the 4th year that every single day we have been, meditating. And that's also a, very, very good news. So, Nicola and Christina, what do you think? Again, this is something that, going from one year to another is something that the man, has created, right? Does that offer us some sort of opportunity to go inside of us? Also das Datum, sagt Angel, ist ja etwas, was menschengemacht ist, der Jahreswechsel. Mhm. Ist das eine Gelegenheit, dass man sozusagen mal in sich gehen kann? Oder offeriert uns das eine Gelegenheit? Also, ja, schon, weil es erinnert die Menschen daran, dass man was Neues beginnen kann und dass man darüber reflektiert, was für alte Dinge man nicht mehr braucht. Yes, it's a date that reminds people of that there's the possibility to start something new and maybe cast away things you don't need anymore. Es ist aber nur eine Erinnerung, weil wir können das ja immer machen, das hängt ja nicht von dem Tag ab. And he says it's just a reminder, because we can always do that each day. It's not dependent on that day of the year. Right. And exactly, it's something that we done. I mean, it's an opportunity to look somewhere else and to do something else. This week, I have in my hands one of Christina's books, which is Consciousness Creates Peace. I don't know if you are able to see it a little bit. Consciousness Creates Peace. I think, yeah, you can see it right now. And I love lots of many different things from that book. There's a lot of different, statements that she makes, which are really, powerful. And I would like to actually read one that is from chapter 1 of the book. The title of the chapter is Love Pioneers. And it says, I don't know if you want to translate meanwhile, but because... Ja, Angel möchte gerade aus dem 3. Buch von Christina etwas vorlesen aus einem Kapitel, und die Überschrift dieses Kapitels lautet Liebespioniere. So, because I am human, love is my religion, truth is my life, freedom is my birthright, and yours too. That's the statement. Weil ich ein Mensch bin, ist Liebe meine Religion. Truth is my life. Truth is my life. Der Wahrheit mein Leben und Freiheit mein Geburtsrecht. Exactly, and yours too. Why do you think that? Why do you think that we forget that freedom is our birthright, Christina? Warum glaubst du, dass wir vergessen, dass die Freiheit unser Geburtsrecht ist? Also, seit die Menschen in das Vergessen gingen und die
unlichten Kräfte halt auf diesem Planet sind. Seit dem Zeitpunkt lebt die Menschheit ja in einer Unterdrückung. So from the moment on that we went into the forgetting and the unlight is here on the planet, mankind is living in a kind of suppression. Und ja, also diese Unterdrückung, die ist jetzt schon sehr alt. And this suppression is very old now. Und weil die Menschen aber vergessen haben, dass sie früher mal Freiheit hatten, haben sie jetzt von Dingen das Gefühl, es sei Freiheit, die eigentlich gar keine Freiheit sind. And because people have forgotten that in earlier times they had freedom, they have forgotten or they think now that freedom is something totally different from what real freedom actually is. Und in der jetzigen Zeit, da merken wir ja, wir sind nicht frei, aber das ist etwas, das waren wir vorher, vor dieser Geschichte, die ja jetzt seit 2 Jahren, also seit diesen 2 Jahren jetzt passiert. Das zeigt uns, dass wir halt nicht frei sind. But now in these times that have been going on for the last 2 years or so, makes us realize that we're not free, but not really. But it hasn't been that way even before that story started. Vorher haben wir es einfach nicht so gemerkt. Before that, we just didn't realize it in that way. Und jetzt mit dieser Geschichte, die man überall erzählt, kommt das was vorher schon da war, kommt jetzt mehr hoch. And now with the story that's been told everywhere, it's just coming up more to the surface everywhere. Und dann können Menschen besser aufwachen, weil es offensichtlicher ist. And that makes it easier for people to wake up because it's so obvious. Und das ist die positive Seite von dem Ganzen. And that's the positive thing about the whole thing. Sometimes we have those comments on the chat and people are basically asking for help. People are asking, hey, we need help. We would like to be helped. What's the right thing to do when we believe that we are being threatened to lose our freedom? Christina. Also es sieht gerade im Chat, dass Leute immer wieder auch mal eine Frage stellen oder sagen, wir brauchen Hilfe. Und da hat jetzt offenbar jemand gerade geschrieben, was ist denn das Beste, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, uns wird die ganze Freiheit weggenommen, wir sind bedroht. Also dass wir auf die richtige Art und Weise, dass wir Nein sagen und uns auch gegen die Dinge wehren, aber nicht, dass wir auf der Straße sind und irgendwelche Straßenschlachten mit der Polizei haben, sondern halt auf eine Art und Weise, die erstens was bringt und zweitens auch friedlich ist. So it's about saying no to those things in a decent, in a right way, and it's not just going onto the road and fight against the police and do things. It's about defend ourselves and draw a line in a peaceful way. Also natürlich sind schon gute Dinge passiert, wenn Leute auf der Straße waren, aber es geht ja eigentlich darum, dass wir bei den Dingen, wo wir merken, die sind für uns nicht gut, die wollen wir nicht, dass wir dort auch nicht mitmachen. And of course there has been a lot of good things also happening because people went to the streets and but it's more about saying no and not complying with certain things and not do everything that's we've been asked for. Weil die Situation, die wir ja jetzt haben, die haben wir nur, weil die meisten Menschen einfach mitmachen.
Because the situation we have now is only possible because most of people are complying with it. Und natürlich schlafen viele und die tun das dann einfach. And of course, many people are sleeping and they just do it. Und darum sind die Menschen, die schon wacher sind, darum können die halt überhaupt was verändern. Und wenn das nicht in einem größeren Rahmen geht, dann aber sicher in einem kleineren. And that's why people that are more awake can really bring about change. And if it's not on a bigger scale, it's very important also on a small scale. Und dass wir auch auf unser Bewusstsein achten, weil sie wollen ja, dass die Liebe weggeht und die Menschlichkeit und all die schönen Dinge. Und And it's also about being very careful about look after our consciousness. And it's about nourishing all the beautiful things also. That's where she was smiling so nicely. weil also nicht mitmachen, das hat ja bei den Dingen, wo wir merken, die sind nicht gut für uns, das hat ja verschiedene Ebenen. To not comply with the things we feel they're not good for us has different levels also. Also es gibt die physische Ebene, weil die Maßnahmen ja auch physisch sind. And there's the physical level because the measures are on a physical level also. Und es gibt eben unser Bewusstsein, weil um das, was es ja auch geht, ist ja unser Bewusstsein. But there's also our consciousness because it's also about our consciousness. Und wenn gewisse Strukturen möchten, dass diese positiven, schönen, die menschlichen Dinge, dass die weggehen, dann müssen wir das Gegenteil machen und die eben behalten und die leben, weil das macht uns als Menschen ja auch aus. And if certain structures, as Christina calls them, would love to see that certain all these beautiful things and the beautiful consciousness and the human aspect of everything, they wish it to go away from us. It is up to us to do the opposite and keep it. Speaking of consciousness, and we often talk about unconditional love in this show, do you think, or how can we train unconditional love both individually and collectively? Christina. Angel sagt, wir sprechen ja auch viel von der bedingungslosen Liebe hier in dieser Sendung. Und wie können wir das üben, mehr bedingungslose Liebe in unserem Leben zu leben? Indem wir ein Verständnis bekommen von den Dingen zu den Menschen. She says it's all about getting an understanding about all things and human beings. Und wenn die Menschen sich einzeln ändern, dann geht das auch ins kollektive Feld. And if single individuals change, it's going into the collective field also. But may I ask, die Menschen wollen wissen, ja, wie kann ich denn liebevoller werden im Alltag? Ich glaube, das war so seine Frage. Was kann ich tun, um immer liebevoller zu werden? I said, I think your question was about what can I do to become more stronger in my unconditional love, and what can I do? How can I train it? Exactly. How can I make it more stronger? Yes, exactly. Also, dass wir anderen Menschen helfen, dass wir all diese Dinge, also alles, was zur Menschlichkeit gehört, dass wir die ja nicht verlieren, auch wenn das mit der Situation ja passieren soll. And it's all about maybe helping others and keep our human qualities strong, because it's about those things that this situation is about,
to take away the soul from us? Also normale Menschen, die haben ja eine Hilfsbereitschaft und die haben ein Mitgefühl. Because usually, normally people are helping, do have a helping nature and compassion as well. Gegenüber anderen Menschen, gegenüber den Tieren. Und das ist ja unsere Menschlichkeit und das haben wir nur, weil wir als Menschen eigentlich auf Liebe basieren. And we have that for animals, for all other beings actually, and we do have this because this is actually, we're, as human beings, we're based on love. And sorry, go ahead. Und diese Liebe, die wir eigentlich sind, die kann natürlich zugeschüttet werden, also dass dann Schichten darum herum entstehen und dann können wir diese Liebe so nicht mehr fühlen. And that love that we actually are can be closed up or just how can I put it, with all these layers that are around us, and so it can't be felt anymore. Aber es ist immer noch da. But it's still there. And is it exactly? Is it still there? And is it part of our soul path, Christina? Ist es Teil unserer Seele oder unseres Seelenweges? Ja, also unsere Seele, die ist Liebe, die basiert auf Liebe, ja. Yes, our soul is love and it's based on love. Do you think that when we incarnate in this world, we all have a specific path that we could follow? Und glaubst du, dass wenn wir inkarnieren, dass wir alle einen individuellen Weg haben, dem wir folgen? Also wir wählen uns vor unserer Inkarnation gewisse Dinge aus, aber wir haben schon einen Lebensweg, aber nicht so, dass jede Minute vorgeplant ist. Yes, we do choose certain things before we incarnate, and there is a certain life path, but it's not there in a way that every second is planned in ahead. Aber wir wählen aus, wo wir auf die Welt kommen, also in welcher Familie, welche Sprache wir reden. But we choose. Auch ja, was wir persönlich lernen wollen, was wir an die Gemeinschaft mitgeben wollen. Yes, but we choose the family we incarnate into, or the language we're talking, or what we personally would like to learn, or what we want to contribute to the society. Und wir verabreden uns auch mit gewissen anderen Seelen und sagen dann, ja, wann treffen wir uns und wenn wir uns treffen, in welcher Position bist denn du und in welcher bin ich und also so. And we're making dates with other souls before we come here, and we sort of talk it all over. And which position are you when we meet, and where do I meet? Do I meet you then? And do you think that once, because we are told that when we come here we forget everything, right? Do you want to translate? Ja. Also es wird uns ja gesagt, wenn wir hierher kommen, dann vergessen wir alles. Mhm. Is that the case? Can we remember with the rest of our family members why we were, born in the same family? Also ist es dann möglich, dass wir uns erinnern, zum Beispiel an unsere Familienmitglieder, warum wir alle zusammen in einer Familie uns getroffen haben? Also meint er erinnern während der Inkarnation? You mean remember during the incarnation? To remember the reason why, or? Yes. She's asking? So remember why because she said that we choose the family that we are born, right? So do we, I mean,
can we really like talk to our family members and tell them, hey, I really came here to be with you? Is that something that we can do? Is this really that powerful? Also können wir dann wirklich an einem gewissen Punkt mit unseren Familienmitgliedern sprechen und sagen, hey, deshalb bin ich hier, und ist das so kraftvoll? Also wir können das schon machen, und die einen, die sind dann wahrscheinlich auch offen und finden das eine ganz interessante Vorstellung. Yes, of course we can do that, and some of them are open to it, and they might think it's a great idea, an interesting idea. Aber andere, die haben dann das Gefühl, wir sind verrückt. But others think we're just nuts. Exactly, and with everything that's happening in the world, sometimes, you know, there's been families that have been literally like separated, right? Also mit allem, was gerade in der Welt passiert, werden ganze Familien auseinandergerissen oder getrennt. Is that even if the families, the different family members are like separating from one another, is it still part of our soul path? Also auch wenn das geschieht, dass die Familien sich so trennen, ist das immer noch dann auf dem Seelenweg so vorgesehen? Ich glaube nicht, dass man das allgemein sagen kann, aber was halt ist, dass wir so viele verschiedene Bewusstseine hier auf der Erde haben, und wenn wir inkarnieren, dann wissen wir, was für Bewusstseine die Menschen haben, die schon in der Familie existieren. So she says one can't generalize that, but there are so many different kinds of consciousness here on this planet, and at the moment we incarnate together, we know which kind of consciousness we meet within that family. Und wenn wir dort inkarnieren und wir sehen, wir haben ein anderes Bewusstsein, wir passen nicht in das Familienbewusstsein sozusagen, dann wissen wir schon, dass das bedeutet, dass wir dann nicht der gleichen Meinung sind und dass wir uns bei gewissen Themen vielleicht sogar verstreiten und dass man da nicht miteinander darüber reden kann. Yes, and once we incarnate into that family and we realize we don't really fit into that family, and we have different opinions, and yes, of course, there might arise fights or over certain issues. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man sagt, das ist gut, wenn das passiert, sondern das ist etwas, was sich einfach nicht vermeiden lässt, wenn so viele verschiedene Bewusstseine zusammentreffen, und dann weiß man halt, okay, das ist zwar nicht schön, aber weil so viele verschiedene Bewusstseine da sind, kannst du übersetzen? It's all about once you realize that, it's nothing to say this is a good thing. It's just like that, but it's that you have to realize that this has. I didn't get the point you wanted to express actually. Es gibt Dinge, die passieren in unserem Leben, nicht weil wir aus unserer seelischen Sicht sagen, das ist gut, dass das passiert, sondern einfach, weil es Dinge gibt, die man halt nicht ändern kann, weil das Bewusstsein verschieden ist. Now I got it. There are things that happening not because we as a soul think, oh, this is a good thing to happen, but it just is bound to happen because there are so many different consciousness involved. Very often happens also that you know, we marry someone, right? We have a partner in life, right? Oft passiert es ja auch, wir heiraten und wir haben einen Partner. And let's say the soul paths are not necessarily similar. The soul parts? Paths, excuse me, the soul paths. The paths. The soul paths, excuse me. Und dann merkt man, eigentlich sind die Seelenwege, man heiratet zwar, aber dann merkt man, die Seelenwege sind ja gar nicht irgendwie gleich. So when we make this commitment to be with someone, and there's this like difference even in consciousness, is there
what should we do? What's the right way to deal with that situation? Und wenn wir dieses Commitment oder diese Verpflichtung eingegangen sind, mit jemandem zu sein, und dann merkt man, es passt eben doch nicht. Was ist die beste Art, damit umzugehen? Also man kann natürlich immer miteinander reden und schauen, ob sich das lösen kann, wenn man seine Sichtweise erzählt. So you can always talk to each other and see whether there's a possibility to solve it if you talk to the person about your point of view. Und manchmal gibt es aber auch die Situation, dass das so nicht zusammenpasst, dass die dann wieder auseinandergehen und getrennte Wege gehen, weil die eben einfach nicht zusammengepasst haben. Aber man kann das nicht verallgemeinern, was man jetzt tun soll, weil das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Yes, but sometimes there's no other possibility than taking different paths and just admit that it doesn't fit. And but also here she says it can't be generalized because there's so many different possibilities. Und da muss jeder selber spüren, was für einen stimmt. Es gibt ja auch Seelen, die haben eine Abmachung zusammen vor der Inkarnation getroffen, dass sie sich treffen, aber im Bewusstsein verschieden sind. And each person has to feel what is the right way to go. And there's sometimes it has been talked over before the incarnation that they meet each other and then split up again. So that might be on the soul path also. Excellent. So, we're really almost at the end of our conversation today. I wanted to thank, as usual, everybody who is in the chat. I wanted to actually say a few words in French, if that's okay. Möchte gerade noch ein paar Worte auf Französisch sagen. Alors, merci beaucoup à tous pour traduire tellement bien chaque semaine. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ici. Basically, I said that it's been a pleasure for us to have you here. De notre côté aussi. Merci bien. Oh, d'accord. Okay. Je ne savais pas que tu parles français aussi. Moi, un petit peu, mais... Okay, excellent. So thank you so much. And obviously, we're the people that want to know more, the people that want to buy your books, the people that want to be more connected with you and with your world, Christina and Nicola, what's the best way to connect with you? It's always Christina's website. It's www.christinavondreien.ch, or you write us an email on events@christinavondreien.ch. And I just wanted to say, on the 2nd of February, we had this very big event with some technical problems on the 21st of December, and we're going to do it again. And we're going to be so many people on the 2nd of February, the 2nd 02/02/2022. Exactly. A great date, and we're going to meet again with that huge community, and we're looking forward to seeing you all there. And this time we're going to have those subtitles. And there's something we wanted to say also, Christina and I. We just decided to take that break. Übrigens, ich muss noch mich selber übersetzen. I have to translate myself. Dass wir hatten dieses Treffen am 21. Dezember mit technischen Schwierigkeiten, und wir machen es wieder am 2. Februar und in der gleichen Besetzung mit Tain und Binky Tober aus Holland und unserer holländischen Community, und wir freuen uns schon sehr. Und dann gibt es noch etwas. Christina und ich haben beschlossen, wir machen eine Pause. We deserve a break. We're going to take a break. And we'll pause, we don't know for how long, and we're going to reorganize a few things in the meantime. Wir reorganisieren uns neu und wir machen mal eine kreative Pause. Nicht mit den Newslettern, it's not about the newsletters, it's just about online congresses, it's about Friday interviews. We're just taking a break, and we see what happens, and we let you know as soon
as we're online again. The next time we see each other live is on the 2nd of February, is that right? Ja. Am 2. Februar sehen wir uns das nächste Mal live. Excellent. It's been a pleasure to be here just as the conduit of Christina's greatness every single week. We've been for how many weeks? 17, 18 weeks? Is it number 18 today? Yeah, I think it's 18. So it's been it's It been breaks many. down to the number 9, which is completion. Also das hat die Quersumme 9 und das ist Vollendung. So we complete this circle now. Exactly. But nevertheless, obviously, we are here to help you. We are here to serve you, and it's been an extraordinary pleasure for me to be able to interact with Nicola, with the big, massive effort of translating everything that I say and everything that Christina says. The patience. Thank you, everybody, here in the chat and the audience that are going to be watching this video. Thank you for your patience every single day, and we hope to see you soon. I'm sure that you have enjoyed this conversation. Okay, so. From here, from XPNSion Network, and again, Nicola, Christina, anything else that you would like to add? Möchtest du noch was sagen dazu? Nein. Doch, wir wünschen noch allen. Oh, ein neues Jahr. Ja. Stimmt. Go ahead. Ja, ein schönes neues Jahr. Das ist ja bei uns bald. Yes, very soon we are going to have this beautiful new year, this exciting new year. And the main thing is, keep your hearts open. Mhm. Ja. Wollen wir das so eins machen? Für alle? So, keep our hearts open. And Exactly. Thank you for having listened to Christina and my translation. Absolutely. Again, thank you, everybody. 1,000 times, Angel. Excuse me. Sorry, we were. Thank you 1,000 times, Angel. Of course, absolutely. It's my pleasure. It's my pleasure. It's my mission to be able to be the conduit of people like Christina, who are incredible human beings with such a strong mission here on Earth. So we need Christina, and it's been a pleasure to be here. So Happy New Year. Es ist seine Mission, Menschen, gerade Christina oder er sagt, mit diesem unglaublichen Bewusstsein zu unterstützen. Und das ist seine Mission. Und thank you for doing what you're doing, Angel. Absolutely. So Happy New Year to everybody. Great 2022. Lots of great things are coming up in 2022. So you're going to have an incredible year. And and definitely, maybe the last thing I would like to share with you, read Christina's books. They are just amazing. And, I have always, on the side table of my bed, there's always a Christina book. And I fully recommend you that you do the same thing. Angel sagt mal, ihr sollt Christinas Bücher lesen. Er hat eins immer auf dem Nachttisch. Genau. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year. All the best.